Hallo zusammen und willkommen auf I Love Kuba. Ich bin Jorge und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein E-Visum für Kuba beantragen könnt. Und zwar online über www.kuba-visa.com. Das Verfahren ist ziemlich unkompliziert, aber es gibt ja ein paar wichtige Dinge oder ein paar wichtige Punkte, die ihr beachten solltet. Zum Beispiel das De Viajeros-Formular, das ihr zusätzlich zum Visum benötigt. Viele wissen nicht, dass es ohne dieses Formular Probleme bei der Einreise geben kann. Damit ihr stressfrei nach Kuba reisen könnt, erkläre ich euch in diesem Video alles Schritt für Schritt, von der Beantragung des Visums bis hin zu den Einreisebestimmungen. Also bleibt dran! Bevor wir direkt in den Bestellprozess einsteigen, erkläre ich erstmal die wichtigsten Fragen. Was genau ist das E-Visum? Wer braucht es und wie lange ist es gültig? Das E-Visum für Kuba ist eine elektronische Reisegenehmigung, die ihr vor der Einreise beantragen müsst. Es ersetzt das klassische Visum in Papierform und erleichtert den gesamten Prozess, weil ihr es einfach online erhaltet. Wer braucht ein E-Visum? Das Visum ist für alle Touristen aus Ländern erforderlich, die kein visumfreies Abkommen mit Kuba haben. Falls ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, braucht ihr es definitiv. Egal, ob ihr mit dem Flugzeug oder per Kreuzfahrtschiff anreist. Wie lange ist das E-Visum gültig? Das Visum ist ab dem Einreisedatum für 90 Tage gültig. Falls ihr länger in Kuba bleiben möchtet, könnt ihr es einmalig um weitere 90 Tage verlängern, sodass ihr insgesamt bis zu 180 Tage im Land bleiben könnt. Aber Achtung, das Visum gilt nur für eine einmalige Einreise. Falls ihr während eures Aufenthalts nach Mexiko oder in ein anderes Land reist und dann zurück nach Kuba wollt, müsst ihr ein neues Visum beantragen. Damit ihr keine Probleme bekommt, solltet ihr euer Visum am besten 2 bis 4 Wochen vor der Abreise beantragen. So stellt ihr sicher, dass alles rechtzeitig ankommt und ihr entspannt eure Reise antreten könnt. So, jetzt wo wir die Grundlagen geklärt haben, zeige ich euch, wie ihr das E-Visum beantragt. Als erstes ruft ihr die Website www.kuba-visa.com auf. Dort findet ihr alle Informationen rund um das Visum und könnt direkt auf den Button Jetzt Kuba-Visum kaufen klicken, um alles soweit zu beantragen und den Prozess zu beginnen. So, und dann sind wir hier auf der Seite kuba-visa.com. Eine gut aufgeräumte, klare Seite. Wir sehen hier auch direkt Jetzt Kuba-Visum kaufen, zweimal an der Stelle. Bevor wir da jedoch raufklicken, ein kleiner Hinweis: Einreisebestimmungen gibt es hier entsprechend auch. Soll heißen, hier an der Stelle sieht man, was wird alles benötigt, um nach Kuba zu reisen. Unter anderem natürlich das Visum. Deswegen klicken wir jetzt auf Jetzt Kuba-Visum kaufen. Ja, und hier hat man jetzt zwei Optionen. Einmal die Standardversion. Ihr bekommt es innerhalb von 3 Werktagen per Mail, also einen Visa-Code sozusagen. Und das kostet an der Stelle 44 €. Und dann gibt es noch die Express-Variante. Also falls ihr es eilig habt, könnt ihr das Express-Visum nehmen. Dann bekommt ihr es innerhalb von 3 Stunden, werktags zwischen 8 und 20 Uhr. Dafür zahlt ihr einen Aufpreis von 21 €, also insgesamt kommt man dann auf 65 €. Falls ihr zeitlich bald abreist und umgehend das Visum benötigt, nehmt lieber die Express-Version, um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten haben wir hier auch die Auswahl, wie viel Codes wir benötigen. Das heißt, an der Stelle können wir natürlich auch mehrere bestellen und
Wenn wir jetzt auf Kaufen klicken, dann sind wir auch direkt schon im Kassensystem. Wir sehen hier rechts die Anzeige, die Übersicht, wie viele Visumcodes benötigt werden oder gekauft werden, und es wird entsprechend zusammengerechnet. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, entsprechend die, ja, Kontaktdaten auszufüllen, um halt letztendlich, ja, den Bezahlvorgang zu beenden. Also E-Mail, das ist ganz wichtig, weil dort geht entsprechend auch die E-Mail hin, wo ihr den Code erhaltet. Ihr habt die Möglichkeit, auch ein Konto zu erstellen. Falls ihr vielleicht öfter nach Kuba reist, habt ihr hier die Möglichkeit, eure Daten zu hinterlegen, um nicht immer alles neu eingeben zu müssen. Ja, Rechnungsadresse entsprechend, ja, euren Daten ausfüllen, also welches Land, Vorname, Nachname und eure Adresse, Postleitzahl, Stadt und Telefonnummer. Dann kommt es auch schon, ja, die Zahlungsoptionen. Hier haben wir verschiedene zur Auswahl. Einerseits ganz normal Kreditkarte, aber auch weitere Optionen stehen zur Verfügung. Wegen des US-Embargos gegen Kuba blockieren einige Banken Zahlungen mit Kuba-Bezug. Das bedeutet, dass Banküberweisungen oder PayPal oft nicht funktionieren. Auf kuba-visa.com könnt ihr aber sicher mit Klarna zum Beispiel oder Kreditkarte oder diverse anderen Optionen bezahlen. Diese Methoden sind zuverlässig und sorgen dafür, dass euer Visum schnell bearbeitet wird. Ja, und wenn ihr dann soweit alles ausgefüllt habt, dann könnt ihr hier kostenpflichtig bestellen und ihr erhaltet eine E-Mail. Nach erfolgreicher Bezahlung erhaltet ihr eine E-Mail mit eurem Visa-Code. Die E-Mail sieht ungefähr so aus. Wichtig, dieser Code ist noch kein fertiges Visum. Ihr müsst ihn in das De Viajeros-Formular eintragen, das ihr 7 Tage vor Abflug oder spätestens kurz vor der Einreise ausfüllen müsst. Das Formular findet ihr unter der in der Mail stehenden E-Mail-Adresse De Viajeros. Wenn ihr den speziellen Link aus eurer Mail nutzt, sind Reisezweck und Visacode bereits ausgefüllt. Bevor ihr das Formular abspeichert oder ausdruckt, prüft unbedingt, ob euer Visacode unter dem QR-Code steht. Falls nicht, habt ihr nur das De Viajeros-Formular, aber noch kein gültiges Visum. Beim Check-in oder spätestens am Gate müsst ihr das De Viajeros-Formular mit dem Visacode vorzeigen. Ohne dieses Dokument kann euch das Boarding verweigert werden. Auch bei der Einreise in Kuba müsst ihr es zusammen mit eurem Reisepass bereithalten, entweder ausgedruckt oder als QR-Code auf dem Handy. Sobald alles gecheckt ist, seid ihr offiziell in Kuba angekommen und könnt eure Reise genießen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und teilt das Video mit allen, die nach Kuba reisen wollen. Wenn ihr direkt euer Visum beantragen möchtet, geht einfach auf www.kuba-visa.com. Den Link findet ihr unten bei mir in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine großartige Reise nach Kuba. Von daher bis dahin, bis bald. Saludos, ciao.